Herzlich willkommen zusammen bei einer neuen Episode von Lean Business Agility. Heute hier aus München, Autoscout24 und bei mir Jochen Kurz. Hallo. Hi Jochen. Hallo Klaus, freut mich, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir hier zu plaudern über euer Flight Level 2 Board. Genau. Ja? Sehr gerne, Klaus. Das ist mir ein Vergnügen, weil ich glaube, wir haben sehr viel profitiert von der letzten Schulung, die wir mit dir hatten, letzten Kursen. Deswegen ist es mir ein Vergnügen, heute einfach euch mal das Board auch zu zeigen. Super. Dass daraus entstanden ist. Ja? Cool, genau. Wir haben ja bei Episode 3 schon gesehen, da haben wir uns ein paar Stockwerke höher quasi das Portfolio-Board angeschaut bei Autoscout. Also wie gesagt, Autoscout bespielt ja quasi alle Flight Levels. Richtig, ja. Und jetzt sind wir quasi ein Flight Level weiter herunten, nämlich auf Flight Level 2 und das ist ein Business Unit Board, oder wie sagt ihr dazu? Ja, wir sagen dazu Marktsegment. Also man muss es so verstehen, oben in dem 13. Stockwerk haben wir eigentlich alle Marktsegmente zusammen, sodass wir den gesamten Blick kriegen, was macht Autoscout. Ein Marktsegment bei Autoscout ist eigentlich das kann man sich vorstellen wie eine Firma in der Firma, die sich auf eine Kundengruppe spezialisiert. Okay. Bei uns ist es wirklich die Kundengruppe Autohändler, das heißt, das ist auch die größte Kundengruppe, die Autoscout hat. Und wir produzieren einfach alle Produkte oder alles, was der Autohändler braucht, um seine Fahrzeuge perfekt zu verkaufen. Und das haben wir eigentlich dann auch hier auf unserem Board abgebildet, was hier passiert. Alles klar, sehr cool. Das heißt, unter dem Board und Anführungszeichen gibt es Teams, die konkret arbeiten, was wir hier drauf sehen sozusagen. Also es ist kein Teamboard, sondern es organisiert die Arbeit von mehreren Teams. Genau, das ist auch nochmal teamübergreifend, was wir haben, sodass wir einfach einen Blick kriegen, was passiert in unserem Segment, wo stehen wir, wo geht es voran, haben wir Blocker und das ist eigentlich hier perfekt abgebildet. Ja. Cool. Genau, und die Idee sagt eben, dass wir heute dieses Flight Level 2 Board ein bisschen näher anschauen und ja, gehen wir es einfach mal durch. Rechts nach links, links nach rechts, was bevorzugst du? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der rechten Seite an. Da ist quasi der Link nach oben und dann arbeiten wir uns vor auf die linke Seite. Perfekt, so machen wir das. Genau. Gut, aber was wir hier sehen, ist wirklich der Link nach oben, sage ich mal, zu unserem großen Program Board. Wir haben die Initiativen hier auf der Seite, die findet man da oben dann wieder am Board. Das ist quasi der Link. Ich kann oben gucken, wo steht es und sehe hier, was passiert denn hier wirklich. Okay, eine Initiative, was ist das so Initiative circa? Ist für uns ein größerer Block, wo wir einfach verschiedene Sachen zusammenfassen mit einem Outcome für dieses Quartal. Wo wir sagen, wir wollen dieses Quartal dies und dies erreichen. Das kann KPI sein, das kann aber auch mal ein Feature sein. Sagen, das wollen wir an den Markt bringen und das tracken wir dann halt durch komplett über das ganze Board. Und da haben wir hier dann den Fluss, wo wir da stehen und haben das auch aufgeteilt auf die verschiedenen Development-Schritte. Da mal einfach sagen, steht es gerade in der Konzeption oder bin ich schon in der Umsetzung von dem Produkt oder vielleicht sogar schon im Messen, was optimal ist. Also hier haben wir wirklich die aktuellen 90 Tage abgebildet und immer einen Blick zu kriegen, wo stehen wir denn, werde ich auch fertig in dem Zeitraum oder habe ich hier irgendwo einen Block und muss eingreifen. Was wir auch ganz wichtig oder was wir gelernt haben und gut, glaube ich, wichtig umgesetzt haben, ist, wir haben eine Limitierung reingebracht. Das heißt, die Teams dürfen aktuell nur an 2 Initiativen gleichzeitig arbeiten. Auch ein Learning von früher. Wir haben zu viele Sachen gleichzeitig gemacht. Dadurch ging es langsamer. Durch die Fokussierung auf die 2 Sachen haben wir jetzt schon gesehen, wir werden deutlich schneller. Also lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Cool. Also Initiativen sind irgendwie große Einheiten, wo definitiv irgendwie ein Kundenwert dahinter ist, etwas, was ihr definitiv ausliefert. Ja, genau. Ja? Eine Initiative wird ausgeliefert, da packen wir manchmal 2, 3 so Epics oder Stories darunter und sagen, wenn das zusammen als ein Paket zum Markt geht, haben wir einen Wert geschaffen für den Kunden und können den auch gut messen und sehen einen Impact für uns. Okay. So ist es eigentlich zu verstehen. Ja. Okay, und also da vorne, das sind die Initiativen, das sind die großen Kärtchen und die kleinen Kärtchen. Die kleinen Kärtchen sollen eigentlich die verschiedenen Epics visualisieren und die findest du dann auch unten im Board wieder von den einzelnen Teams. Das heißt, die Epic müsste ich unten wieder finden, wenn das Team das Board recht gut aufgesetzt hat und finde mich dann da wieder zurecht, wie weit die Epic schon fortgeschritten ist. Ja. Also ihr splittet auf der Ebene quasi eine Initiative in Epics. Richtig, und die Epics, das ist das Ding, was von den Teams dann quasi abgearbeitet wird. Die Teams haben die Epics wieder runtergesplittet in Stories oder einzelne Tasks und die sehen wir dann halt unten am Teamboard wieder, sodass wir wirklich sehen können, von oben bis unten, wo stehen wir denn heute. Ja. Cool. Also hier geht es darum, wie wir die Initiativen entwickeln quasi, rausbringen. Ja. Die Initiativen, die fallen ja wahrscheinlich nicht vom Himmel. Schon wäre es, wenn die runterfallen, genau. Aber es ist so, dass wir halt schon sehr viel Vorarbeit haben und das war auch für uns der Grund, zu sagen, das Board fängt nicht mit der Initiative an, sondern das Board fängt viel früher an, von der Ideenphase her und auch der ganze Discovery-Prozess oder die ganze Validierung, dass wir das einfach visualisieren können, weil auch hier sind schon
PM-Tätigkeiten drin, die nachher wieder Ressourcen kosten, wo wir einfach aufpassen müssen. Genau. Cool. Deswegen haben wir das Board einfach auf ein ganzes Jahr ausgedehnt, zu sagen, ich decke nicht nur das aktuelle Quartal ab, sondern die nächsten 3 Quartale auch schon. Ja. Das können wir uns gerne mal anschauen. Dann machen wir das, gehen wir mal davor. Gut, was wir hier sehen im ersten Teil, das ist eigentlich das nächste Quartal. Das heißt, hier bereiten wir schon die Initiativen für das nächste Quartal fertig. Wir arbeiten hier mit Canvasen, das heißt, wir haben eine Idee, beziehungsweise wir wollen ein Problem lösen für den Kunden. Wir beschreiben, wer ist denn mein Kunde, was für ein Problem wollte ich lösen, und das arbeiten wir dann aus. Also kriegen die Validierung rein, lohnt sich das überhaupt zu machen, oder schmeißen wir es im schlimmsten Fall eigentlich weg, sodass dann nur validierte Ideen in die Initiativenphasen reinkommen und wissen, okay, wenn wir das nächstes Quartal anpacken, dann kriegen wir auch einen Wert raus. Okay. Das ist uns ganz wichtig, da wir da einfach sinnvoll arbeiten. Ja. Okay. Genau, das ist dieses nächste Quartal. Da kriegt auch jeder PM ein Limit drauf. Wenn wir auch gesehen haben, die PMs arbeiten auch viel zu oft an verschiedenen Themen. Ich glaube, das kennt jeder. Überraschung. Haben wir gesagt, okay, jeder PM darf nur 2 Initiativen oder Ideen gleichzeitig validieren, dass da einfach ein Limit drauf ist, und ich denke, dass wir da einfach schneller werden und von der Idee bis zur Umsetzung auch die Zeit verkürzen können. Ja. Alles klar. Cool, also wir sehen hier wirklich so Paradebeispiel für ein Flight Level 2 eigentlich, also from Concept to Cash. Ja, Genau, so sollte es sein. Ja. Ganz genau, also echt genial. Eine kleine Sache würde mich noch interessieren. Jetzt gibt es oben ein Board, so das Portfolio-Board, und darunter die Teams. Wie kommuniziert ihr miteinander? Gibt es da irgendwelche Rituale, Meetings, irgendwie? Wie fließt die Arbeit? Es ist eigentlich so, dass wir hier die Arbeit entwickeln, in den Segmenten, in den Teams, dass die sagen, okay, was macht einen Sinn, was braucht der Markt, und die Sachen bringen wir dann nach oben an das Company Board. Da haben wir alle 3 Monate ein Meeting, wo wir sagen, das sind unsere Ideen für das nächste Quartal, das wollen wir umsetzen mit diesem Impact. Und so wird das Board oben gefüttert. Das heißt, wir füttern das von unten nach oben. Okay, also hier wird die Idee geboren, die geht nach oben, und oben am Portfolio-Board habe ich dann die Übersicht über alle verschiedenen Marktsegmente, und da kann man dann noch einmal Entscheidungen über Marktsegmente hinweg treffen. Genau, da guckt man, gibt es Abhängigkeiten, gibt es Blocker, wo man da auflösen müssen über die Marktsegmente hinweg. Genau. Und nach unten, darunter arbeiten ja Teams. Wie wissen die von ihrem Glück, dass die da arbeiten dürfen? Wir haben einmal die Woche, treffen wir uns mit allen PMs und allen Engineering Managers, also die Teamleader quasi aus den Entwicklungen, und sprechen die Sachen durch. Das heißt, auch da wird von unten die Idee reingebracht in das Marktsegment. Wir haben wirklich so ein Button-up-Prinzip. Sozusagen die Teams bringen die Ideen rein mit der Idee, was es auch bringt. Also sie müssen eine Validierung haben, und so kriegt man das einfach von unten nach oben durchgesteuert. Super. Sehr cool. Ja, ich hoffe, wir haben einen kleinen Eindruck erwecken können, wie so ein Flight Level 2 Board funktionieren könnte. Auch wie es mit oben und unten unter Anführungszeichen zusammenspielt. Ja. Sieht cool aus. Viel Erfolg weiterhin damit. Und vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Viel Spaß. Und ciao.